Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Heute schauen wir uns den Ultra Glue von MIG ein bisschen genauer an. Also, bis gleich! Vor gefühlten 100 Jahren, da habe ich ja mal ein Video über Klebstoffe gemacht. Zu finden ist es jetzt in der Infobox und natürlich in der Videobeschreibung. Dass sich der Zubehörmarkt im Modellbau stetig weiterentwickelt, da war mir aber damals schon klar, wie ich das Video gemacht habe, dass ich da nur die grundlegenden Klebstoffe für unser Hobby zeigen kann. Den Ultra Glue, um den es heute geht, den habe ich damals nicht kennt, beziehungsweise ich glaube, den hat es noch gar nicht gegeben. Naja, egal. Jetzt habe ich mir mal ein Gebinde besorgt, um zu sehen, was dieser Wunderwuzi so kann. Und ja, das ist doch einiges. So soll er nämlich Kunststoff, Karton, Ätzteile, Klarteile und vieles mehr zusammenhalten. Anfangen möchte ich aber mit der Verpackung selber. Ja, der Kleber, der kommt nämlich nicht wie üblich oder wie gewohnt in einem Glas, einer Tube oder einem Fläschchen mit einer Kanüle daher, sondern der wohnt da in diesem Plastikbehälter mit einem schlichten Schraubverschluss. Ja, dreht man den auf, da sieht man, dass dieser Kleber ziemlich dickflüssig und zäh ist. Dazu später aber mehr. Gemäß Hersteller, da handelt es sich bei diesem Produkt um einen Acrylklebstoff. Ja, und jetzt wird es leider wieder ein bisschen chemisch. Solche Klebstoffe, die sind laut Definition resinbasiert, bestehend aus Acryl- oder Methylacrylpolymeren und zeichnen sich durch ihre hohe Haftkraft aus. Darüber hinaus haben sie im Gegensatz zu Sekundenklebstoffen eine längere Verarbeitungszeit, was uns Modellbauern ja gelegentlich in die Hände spült, und je nach Zusammensetzung trocknen sie klar oder matt aus, und vor allem eines ist ganz toll, sie sind wasserverdünnbar und blühen auch nicht aus. Klingt jetzt schon mal alles fantastisch. Im Gegensatz zu herkömmlichen Modellbauklebstoffen, da lösen die aber den Kunststoff nicht an, sondern verbinden die Teile quasi wie ein normaler Alleskleber aus der gelben Tube. Ja, aber jetzt zurück da zum Ultra Glue, der eben so ein Klebstoff ist. Ich habe ihn ja anfangs einen Wunderwuzi genannt. Wer das Wort nicht kennt, dem ist der Begriff eierlegende Wollmilchsau vielleicht geläufiger. Nämlich genau das verspricht der Hersteller und ja, behält zum großen Teil auch recht. Ich habe damit jetzt schon Kunststoff, Ätzteile und Klarsichtteile verklebt und das eigentlich ohne Probleme. Ein Beispiel habe ich euch natürlich auch mitgebracht, aber Achtung Spoiler! Es handelt sich um ein Teil von der U96, das sich ja gerade im Bau befindet. Ja, da haben wir das gute Stück. Da wurde dieses Ätzteil, das sieht man schön, dieses messingfarbene Ätzteil, das habe ich zuerst angeraut, später mit dem Klebstoff bestrichen und dann auf dieses Plastikteil geknallt, fixiert und trocknen lassen. Ja. Das hält jetzt bombenfest und das ohne irgendwelche Gerüche, klebrigen Finger oder sonst irgendwas, was man halt mit Sekundenkleber immer so Mühe hat, sage ich mal. Ja, und eben das halt. Ich habe es ja vorhin schon angeschnitten, der Ultra Glue, der ist ziemlich zäh in seiner Konsistenz. Das ist aber kein Problem, weil eben, wie ich auch schon erwähnt habe, der lässt sich mit Wasser verdünnen. Und das hat auch diesen tollen Effekt, dass er sich verdünnt, verhält wie der Extra-Fin-Kleber von Tamiya. Er läuft also von alleine in die Ritzen. Das nennt man Kapillarwirkung. Ne? Ja, jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere fragen, brauchen wir denn überhaupt nur einen anderen Klebstoff, wenn es den gibt? Eigentlich nicht, ne? Wie schon gesagt, der klebt ja wirklich alles, aber gewisse Tricks, wie zum Beispiel das Verschweißen, also das Verschweißen, ne, von Kunststoffteilen, das funktioniert mit dem natürlich nicht. Ne? Gut, einen großen Vorteil hat er gegenüber den uns bekannten Modellbauklebstoffen, er ist nämlich relativ günstig. Ne? 100 Milliliter von dem Klebstoff, das sind übrigens 40 da drin, die kosten so um die 10 Euro.
Die gleiche Menge von Tamiya, also Tamiya Klebstoff, die kosten um die 16 Euro. Ja, da hat man schon eine kleine Preisspanne. Ja, also doch ziemlich wunderbar, das Zeug. Auch wieder nicht ganz, weil taucht man nämlich ein bisschen tiefer in die Materie ein, da findet man im Netz immer wieder mal Seiten oder Kommentare, die darauf verweisen, dass es sich bei diesem Ultra Glue einfach um stinknormalen PVA-Weißleim handelt. PVA, Michael, was verzögerst du jetzt wieder? Keine Sorge, ist gar nicht so schwer. PVA-Klebstoffe, das sind nämlich auch Polymerklebstoffe, aber die bekommt man praktisch überall, weil dabei handelt es sich um Holz oder wie schon erwähnt, Weißleim. Doch aufgepasst, ja, diese PVA-Klebstoffe, die kleben zwar Kunststoffe noch relativ gut, bei Ätzteilen, da wird es dann aber schon ein bisschen schwieriger. Daher solche Aussagen wie, das da ist dasselbe, nur 3-mal günstiger und ach was weiß ich, und 3-mal teurer und ja, solche Sachen einfach ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ich bin jetzt kein Chemiker, gebe ich ja zu, ich will ja keiner werden, aber mein Gefühl sagt mir, oder ich habe so den Eindruck, und bitte korrigiert mich da, wenn ich da falsch liege, dass dieser Ultra Glue doch irgendwie einen anderen chemischen Aufbau hat als PVA-Klebstoffe und ja, dass es dann doch ein anderer Stoff ist. Übrigens, PVA-Klebstoffe, die sind natürlich dann auch günstiger. Da kriegt man 100 Milliliter schon für unter 3 Euro. Ja, und mein persönliches Fazit jetzt. Der Ultra Glue, der hat auf jeden Fall einen Stammtisch auf meiner Werkbank erhalten. Sprich, in Zukunft werdet ihr das Ding noch öfters sehen, auch in Einsatz. Ja, und allein schon die Möglichkeit, da Ätzteile länger korrigieren zu können, die haben mich echt überzeugt. Was auch cool ist, ist das Auftragen mit dem Pinsel oder eben auch die Tatsache, dass ich das Ding da auch mit Wasser verdünnen kann und genauso gut auch alles wieder mit Wasser reinigen kann, solange er noch nicht trocken ist. Das sind auch zusätzliche Vorteile. Ja, und wie schaut es bei euch aus? Nutzt du den Ultra Glue? Und wenn ja, was sind deine Erfahrungen damit? Ich freue mich auf jeden Fall auf die Kommentare. Ja, und bis zur nächsten Folge. Da wünsche ich wie immer eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Euer Michael.